könntest du ohne Internet glücklich sein? Ja, es ist super leibend. Wir haben seit 3 Monaten kein Internet zu Hause. Ich genieße das. Internet ist klasse, ist praktisch, nur früher haben die Menschen auch ohne Internet gelebt, oder? Von dem her. Es ist ja trotzdem eine Verbindung zur Außenwelt und ich habe jetzt zum Beispiel mein Hobby auch zum Beruf gemacht, sprich Technik, Smartphones etc. Hätte das jetzt nicht oder war die längere Zeit abgekapselt, das wäre nicht schön. Wenn das Internet jetzt zusammenbrechen sollte, aus irgendeinem Grund, muss man auch Wege finden, wie man ohne das leben kann. Und das ist sicher möglich. Wenn ich es nicht brauchen würde, wäre ich viel, viel glücklicher. Aber leider braucht man das beim Studieren ständig und wenn man was nachschauen will, ständig. Und dadurch, dass jeder alles immer übers Internet versendet und übers Internet organisiert, braucht man es leider. Wenn es dauernd irgendwie doch mit einem Teil von deiner Konzentration wo ganz anders bist, und zwar eben im Internet und somit in zig Teilen der Welt, dann finde ich, konzentriert man sich nicht mehr so aufs Wesentliche zum Teil. Kann doch recht unglücklich machen, das Ganze Jahr, weil es einem einfach viel Lebensenergie und viel Zeit nimmt. Und wenn man dann echt einmal sich ausstöpselt, merkt man, wie es einem automatisch schnell besser geht. Vor allem, du bist so kontrolliert irgendwie. Ja. Also gerade Facebook irgendwie hat er schon einige Beziehungen zerstört. Ja. Ich betreibe meinen Blog sehr gerne und das ist ein Hobby von mir und ich kommuniziere gerne mit Leuten über das Internet und ich hole mir sehr viele Informationen über das Internet. Ich würde es gerne mal wieder probieren, also so mal eine Zeit lang ohne. Aber ich glaube, es wird ganz schön schwierig. Ich wünsche mir nur, dass sich in der Gesellschaft dass sich so entwickelt, dass man nicht abhängig sein muss. Ja. Könntest du ohne Alkohol glücklich sein? Schwierig. Österreicher sind Alkoholiker. Nein, gar nicht. Das ist so ein Gesellschaftsding irgendwie. Wenn meine Freunde keinen Alkohol trinken würden, dann brauchen die das vielleicht auch nicht so. Bei uns am Land, ich muss ehrlich sagen, also, es gibt kein Haus, wo du zufährst, wo du nicht ein Bier kriegst. Ja, weil dann Saft kommt keiner zwingen. Vor allem, ich komme aus Serbien und dort ist Trinken irgendwie so, es gehört zum Leben dazu. Also 2 Frequency und wir haben so eine fetzen Gaudi gehabt und ja, das war wegen dem Alkohol. Wenn es keine Partys gab und nichts zu feiern gab, gell, was lebst du noch an? Ich habe einige Leute kennengelernt, die, nachdem sie Alkohol getrunken haben, gewalttätig waren. Und ich habe dementsprechend mit Alkohol immer etwas Negatives verbunden. Manchmal macht es Spaß, welchen zu trinken. Und es schmeckt ja auch, zum Beispiel der Wein von guten Freunden schmeckt besonders gut. Ich brauche das nicht jeden Tag und ich bin ohne Alkohol glücklich, auch beim Fortgehen. Ja, man kann jetzt 2 Bier trinken, so gemütlich, so zum Essen dazu ein wenig einen Schnapsal, aber man muss ja nicht 10 einbauen oder 15 oder 20 wie manche. Und dass man so ein High-Gefühl genauso auch ohne Hilfsmittel, also ohne Suchtmittel bekommen kann. Und das ist sehr, sehr schön und das macht wirklich glücklich. Könntest du ohne Drogen glücklich sein? Wenn wir jetzt wirklich von illegalen Drogen sprechen, kann man auch ohne die glücklich sein. Ich habe noch nie welche genommen, ich habe noch nicht einmal groß geraucht, ich bin da total unerfahren. Ich war nämlich in Berlin auf Praktikum und da ist dann einer zu mir hergekommen und hat gesagt, willst du Teile? Und ich, was, Teile? Autoteile oder was? Und er, nein, Ecstasy. Und ich, nein, ich habe noch nie Drogen genommen. Wenn man jetzt Zigaretten dazu zählt? Zigaretten, das ist mein größtes Problem, das ich habe. Auch rauchende Gefühl. Also ich habe schon probiert, aufhören öfters, aber das ist echt hart. Also da trinke ich lieber nichts. Ist halt bitter, wenn man ohne Drogen nicht glücklich sein kann. Aber ja, man muss nicht alles immer schwarz-weiß haben. Könntest du ohne Drogen glücklich sein? Das geht sich schon aus. Das muss sich ausgehen. Unbedingt. Puh, das musst du verlösen. Könntest du ohne Musik glücklich sein? Nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Ich glaube, wenn ich meine Musik nicht hätte, ich wäre schon oft verzweifelt. Das ist einfach so ein Mittel, das beruhigt dich. Und für jede Gefühlslage eine eigene Playlist und ein eigenes Lied. Und ja, also das ist schon so eine Sache, die brauche ich. Also Musik begleitet mich eigentlich überall, beim Autofahren, beim Lernen, beim Sport machen. Also für mich ist das schon ziemlich wichtig. Es steigert auch die Produktivität, sage ich, Musik, gell? Weil du tust halt viel leichter.
Ich habe für jede Person irgendwo ein Lied, wenn ich das irgendwo im Radio oder Ähnliches zufällig höre, dass ich sofort an diese Person denken muss. Aber Musik muss nicht sein, ich brauche jetzt nicht eine Anlage und CDs oder irgendwie eine Playlist. Also ich glaube, man kann auch ohne Musik glücklich sein. Ja. Was heißt Musik? Da heißt es auch, ich darf dann nicht singen und nicht trommeln oder was? Aber ich glaube, es ist gemeint ohne Platten. Man kann als Mensch einfach selber immer Musik machen. Das heißt, man hat es immer dabei und das kann mir eigentlich niemand nehmen, dass ich singen kann oder dass ich Rhythmen klatschen kann oder so. Dass ich selber nicht singe oder so, irgendwie, oh, das wäre schwer, sehr schwer. Musizieren macht sicher glücklich. Da werden Ebenen berührt, die man auf andere Art eben nicht erreichen kann und das genieße ich total. Ich hoffe auch, dass ich mein Geld verdienen werde mit Musik später mal. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Aber ohne Musik, no way, no way. Wenn du auf einer kleinen Insel bist, wo es 10 Grad, wo es die perfekte Atmosphäre für dich ist, du würdest ohne Musik nicht glücklich sein können, wenn du das Rauschen der Wellen hast. Ich glaube, das ist auch Musik. Natürlich, die Natur ist Musik, ist schon klar. Aber ich glaube. Aber du brauchst es. Ich glaube, ich brauche es. Könntest du ohne Bücher glücklich sein? Nein, ohne Bücher könnte ich nicht glücklich sein. Also natürlich, ich würde nicht weinen, ich würde jetzt nicht jeden Tag weinen, wenn es keine Bücher mehr gäbe, aber es wäre schon schrecklich. Ja, so weil wenn es gutes Essen gibt, ist man glücklich, die Person, die man liebt, ist dabei, man ist glücklich, aber so dauerhaft ohne Bücher, das wäre Tragödie. Ich könnte, glaube ich, ohne Bücher glücklich sein, ohne Wissen allerdings nicht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie ein ganzes Büchel fertig gelesen. In der Hauptschule, wenn wir es müssen haben, habe ich auch immer die Seiten drüber geschummelt oder drüber gelesen. Ich schreibe auch gern Romane. Und ja, ich meine, ich habe den letzten dezimiert, aber ich bin mir sicher, ich werde wieder einen anfangen. Wirklich toll und auch schön, wenn man einfach so ein Buch in der Hand hat und drinnen blättern kann. Oder ich brauche immer wieder ein bisschen Flucht irgendwo hin, also gedanklich. Bücher sind für mich eine Art Flucht und Heimat, die immer da ist. Ein Buch ist schon was Besonderes, vor allem weil es dich so fesseln kann oder es kann dir so viel beibringen. Und vor allem regt es die Fantasie an. Du kannst dir jeden einzelnen Charakter so vorstellen, wie du willst. Aber ich glaube, man schafft es auch ohne Bücher, dadurch, dass es eben sowas gibt wie Internet. Müsste mehr Zeit aufbringen zum Lesen auf jeden Fall. Könntest du ohne Junkfood glücklich sein? Ja, nein, eigentlich nicht. Können schon, wollen nicht. Also ab und zu, so einmal im Monat, gehe ich schon gern zum Burger King. Ab und zu oder zweimal. Ja. Ich konnte mich nicht davon ernähren. Es wird mich unglücklich machen. Wenn man das über einen längeren Zeitraum konsumiert, merkt man, dass das im Körper schlecht wird und infolgedessen auch der Gemütsstimmung. Und funktioniert ganz gut, bis man irgendwann mal 3 Uhr morgens betrunken durch die Straßen geht und Hunger hat. Hat den Vorteil, dass es schnell geht. Ja, hin und wieder ein Kebab ist schon okay, aber mir ist immer schlecht danach, immer. Es hilft nichts. Ich habe angefangen mit der veganen Ernährung eigentlich mal so als Selbstversuch und bin dabei geblieben. Also ich habe einfach so viel mehr Lebensenergie und generell Energie durch das Essen gekriegt, was ich davor nicht gehabt habe. Könntest du ohne Fernsehen glücklich sein? Am Fernseher jetzt sich auch vorzustellen, dass man nicht mehr hat, ist schwer. Also das ist im täglichen Rhythmus so eigentlich drein, kann die mir ehrlich gesagt nicht vorstellen ohne. Der Fernseher rennt bei mir meistens zum Einschlafen und eigentlich tue ich sehr wenig Fernsehen. Er steht eigentlich das ganze Jahr über da und ja, wird nicht benutzt. Also sogar 3 Jahre ohne Fernseher gelebt und ich war sehr glücklich. Ja. Ich schaue gern Fußball und ich komme halt nicht immer live ins Stadion. Und dadurch ist halt der Fernseher schon wichtig. Liebesfilme, Actionfilme, willst du Wir suchen uns einen Film aus, schauen den und dann ist der Fernseher halt mal wieder für eine längere Zeit Also die, was wirklich ein wenig was berührt, auch was ein bisschen Sinn haben, auch, sage ich mal. Ich bin ein leidenschaftlicher Nachrichten- und Informationssendungen Zuseher. Dann Fußballspiele sowieso, jetzt vor allem mit der Audiodeskription beim ORF, das ist sowieso top. Fußball ist sowieso der Sport, der mich sehr interessiert. Na, und einfach Fernsehen ist so, wie soll ich sagen, es hat was Beruhigendes, es passt zum Abend, ich habe viele Dokus, ich habe
Ich meine, unglücklicher wäre ich, wenn ich jetzt abwägen müsste, unglücklicher wäre ich sicher ohne Radio. Das ist definitiv, aber so ohne Fernsehen, ja mittlerweile geht es halt auch nicht mehr. Es ist einfach so ein wichtiger Bestandteil. Also ich glaube, mir war es voll wurscht. Solange ich mein Internet habe. Ich schaue nicht viel fern. Ich finde, dass das eine riesen Zeitverschwendung ist. Man kann so viele tolle Sachen machen und das Fernsehen wird so überbewertet, dass das so wichtig ist. Und dabei tut sie so viel manipulieren oder so viel irgendwie dazu bringen, Sachen zu machen, Sachen zu kaufen, die du gar nicht willst. Das wird dir in den Kopf gesetzt und das finde ich eigentlich so verrückt und dass so viele Leute das zulassen. Der Fernseher wurde verbannt. Ich habe jetzt versucht, zaghaft die Idee eines Fernsehers wieder einzubringen. Nachrichten schauen. Naja, Nachrichten. Das könnte schon funktionieren. Das ist das einzige Argument. Nein, es gibt auch sehr coole Dokus. Das wird noch ausdiskutiert. Das werden wir noch diskutieren, ja. Könntest du ohne Kinofilme oder TV-Serien glücklich sein? Schwierig, eher nein, denn ich bin doch ein Serienjunkie. Ich liebe Filme, besonders alte Filme. Wenn ich heimkomme und sage, heute habe ich jetzt einmal echt einen Scheißtag gehabt, dann schalte ich mir meine klassischen Simpsons ein und die taugen einfach und da kann ich jetzt mal lachen und wenn ich lachen kann, dann bin ich gut drauf. Serien ist, ich schaue das überhaupt nicht. Ich kann auch nie mitreden, wenn jetzt irgendwer über Simpson oder, das ist eh schon passé, aber die anderen Sachen, ich kann nie mitreden, aber im Endeffekt ist mir das eh wurscht. Ein Film als Kunstform mag ich immer noch ganz gern, könnte ich auch nicht ganz wegdenken. Ich bin gar keine Kinogängerin, also alle 2 Jahre einmal, also das reicht vollkommen. Ich bin der Typ, der sehr gern einfach Serien in einem durchschaut. Einfach gern zusehe, wie sich Charaktere entwickeln. Ich gehe so gerne ins Kino, das kann man mit Freunden machen und das ist immer ein schöner Abend, wo man dann danach noch was trinken geht und ich schaue voll gern. Könntest du ohne Auto glücklich sein? Nein, auf keinen Fall. Das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Das ist für mich ein Stück Freiheit, weil ich einfach einsetzen kann und einfach wegfahren kann, wohin ich will eigentlich. Ja, ist für mich auch schwierig. Ich habe einen alten VW-Bus von meinem Opa, der ausgebaut ist, wo man drin campen kann. Und da habe ich schon so viele schöne Momente damit erlebt, an so viele schöne Plätze gekommen, dass das schon eine recht tolle Sache ist. In meiner Situation, wie ich jetzt lebe, ist es nicht notwendig. Weil ich gehe 10 Minuten zu Fuß in die Arbeit, braucht man eigentlich nicht. Ich habe es gerne im Auto als Beifahrerin zu sein, also mitzufahren sozusagen. Ich glaube, ich konnte ohne Auto gar nicht glücklich sein. Für mich ist mein Auto irgendwie mein Heiligtum. Ich fahre so gern Auto. Ein Auto ist ein praktisches Ding, birgt kein Glück für mich. Ich finde es auch in der Stadt komisch. Also macht keinen Sinn, ein Auto zu besitzen. Es gibt Gott sei Dank tolle andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel ein Zug, Straßenbahn. Nicht lebensfähig im Waldviertel. Da gibt es keinen Bus, keinen Zug, ohne Auto kommst du nur mit zu Fuß wohin. Und vielleicht wäre man noch glücklicher, wenn man sich mehr sportlich betätigen würde, mit dem Rad oder sowas.